Servus, guten Morgen, hallo. Jetzt kann ich es mal wieder richtig auf Deutsch raushauen. Wir sind wieder zurück, Freunde. Bunker, Baby. So sieht's aus. 7 Wochen bis zum fucking Olympia. Schulter-Arm-Training heute. Wir sind mittendrin, statt nur dabei. Fangen an jetzt mit Schultern. Chris hat mich ein bisschen inspiriert, weil ich so abgekackt bin gegen ihn. Deswegen machen wir das vorab und dann noch schön die Ärmchen demolieren. So sieht's aus. Let's go. Das heißt, wenn du ihn wieder siehst, willst du auch die 4 Platten drücken an der Maschine? Digga, drücke ich 6 Platten. Oder so. Sag Junge, mach einen Abflug, aber ganz schnell. Oh. Oh. Kranke Übung, denn da liegt ihr nämlich fixiert auf der Bank mit den Schlaufen auch am Start und könnt echt nur aus dem seitlichen Schulterkopf arbeiten. Das Ganze könnt ihr auf jeden Fall daheim mal nachmachen. Ah. Ja. Komm. Ja, komm, 2. Okay. Mein liebstes Lieblingssatz beim Motivieren ist auch komm. 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 Ich halt über den Stress laune. Komm, noch 2, komm jetzt. Was machst du da im Fernsehen schon wieder? Meckern können Sie sich sparen. Gut, dass schon gekocht ist. So, weg damit. Echt happy, wieder hier am Start zu sein. Also mir gefällt es zwar, oder Revive Gym, der die Einblicke gesehen. War zwar echt epic, aber ja, so hier diesen Endspurt auch zu machen, fühlt sich mal gut an, gewohnte Umgebung. Geht da noch was in den letzten 7 Wochen? Hast du was Spezielles geändert oder never change the running system? Also ich würd dazu sagen, der ganze Körper ist noch eine Baustelle. Das ist alles immer verbesserungswürdig. Jetzt zu sagen, man baut krass Muskulatur auf in den letzten 7 Wochen, wäre jetzt gelogen, aber stark zu bleiben, gute Performance im Gym zu liefern, mehr Reiz zu setzen, wird immer auch daraus resultieren, ja, den Muskel mehr zu reizen und durch die Reparatur, die er dann macht, den Muskel zu stärken. Also an Qualität wird gearbeitet, an Härte wird gearbeitet, auch an Muskulatur, am Muskelerhalt. Deswegen für mich das ganze Jahr die Gym-Performance extrem wichtig, außer jetzt direkt nach dem Wettkampf. Da kann man entweder mal gar nicht trainieren, locker trainieren, durchpumpen. Aber sonst das Jahr über Gym-Performance ist ja auch das, was man am meisten liebt, sag ich mal. Ich meine, kaum einer wird Bodybuilding machen, weil jetzt sagt, boah, ich finde es geil, mich so sauber und clean zu ernähren. Das ist auch cool, aber die erste Instanz findet immer im Training statt oder man lernt das Training kennen, bevor man alles andere kennenlernt. Gefährliche Scheiße hier, gefährliche Scheiße. Deswegen mache ich das ziemlich ungern. Weil normal kriege ich da kompletten Raster. Wie oft habe ich das Ding hier schon durch die Gegend gezimmert. Weil so eine Maschine, die hält nicht richtig. Und da wird man so zornig, wenn man so einen neuen PR aufstellen will. Kriege ich eine Nachricht von Markus. Jo, bring mal dein Ding mit. Was für ein Ding? Hey, hallo. bring mal halt dein Intra mit. Und ich so, ja, wie soll ich mein Intra mitbringen? Weißt du doch, der ist in der klassischen. Wir haben die Flasche leider nicht mitgenommen aus den USA. Und dann dachte ich mir, ja, ich fülle das doch daheim um. Und deswegen kriegt ihr es hier auch live präsentiert. So, auf Walter White mäßig wird das nämlich gemacht. Weil alle immer denken, ah, der Profi, der hat so seine eigenen Intra-Flaschen und sonst was. Nein, ganz klassisch. mTOR ERAs, Freunde. Peach Maracuja, Sonderzuschlag. So rein. Schau was. Big Shot. Aber Schön, dass du jetzt einmal das Loch getroffen hast, ne? that's what she said. So. Dass ich auf das Loch das nächste Mal treffe. Du hast nie getroffen. Ohne Witz. Alles auf der Waage. Schatz, weißt du, irgendwann ist der Punkt gekommen, da sagt man dann einfach, okay, besser. Jedenfalls könnt ihr die mTOR ERAs und oder den normalen Intra auf esn.com erwerben, die Olympia Prep die letzten 7 Wochen noch mit Code Polacco unterstützen und bestens versorgt sind hier unter anderem im Training. So, jetzt gibt es ein Schlückchen und dann bolzt man einen weg. Wir haben jetzt beim Seitheben 3 Sätze gemacht, machen hier jetzt auch 3 Sätze, machen generell bei einigen Übungen manchmal mehr Sätze.
Habe ich glaube ich schon im Video vorerwähnt, aber habe mich ein bisschen uminspirieren lassen. Übungen, die ich gut spüre und so mit mehreren Sätzen zu machen, ein bisschen abzuweichen von diesem Zweisatzprinzip. Ich arbeite mich jetzt hoch bis zum Topsatz, ganz normal, das mache ich immer noch, schweres Gewicht, hält euren Muskel wie gesagt am Start, auch in der Diät, deswegen bleibt er auch schwer, trainiert bis zum Wettkampf hin schwer, jetzt vielleicht nicht die letzte Woche, aber macht da mein Topset, macht dann einen Backoff-Satz, der entweder manchmal genauso schwer ist oder leichter und mache im dritten dann nochmal einen leichteren mit einer Intensitätstechniken oder mache den ersten, also den Topsatz mit dem Maximalgewicht so zwischen 9 und 12 Wiederholungen und dann geht die beiden anderen Sätze ein bisschen tiefer. Komm jetzt geht's, Kinder. Schau, komm. Ja. Killer. Perfekt, der war richtig gut. Ja. Auch witzigerweise zum Büchle. Jetzt kommen wir mal zum Büchle und zum Niederschreiben der Übungen. Habe ich jetzt bei den Brust- und unter anderem auch bei den Rückentagen jetzt ein bisschen sein lassen. Dann verfolgenden Grund, dass ich dann mich nicht immer kopfmäßig an den Gewichten so fest orientiere. Die Gewichte habt ihr meistens eh immer im Kopf, ungefähr, wenn ihr so durch seid wie ich und seit einigen Jahren schon immer dasselbe macht. Auf geht's, komm. Ja. Hoch. Schub, nicht schneller werden. Komm. Ja. Hau raus. Komm, die zählen jetzt. Ja. Und noch eine, komm. Ja. Also manchmal schreibe ich mit an den Schulter-Arm-Tagen zum Beispiel, weil ich da weiß, okay, ich habe die Connection recht gut aufgebaut, aber bei so einfach bei manchen Rückentagen denke ich mir, okay, macht mehr Sinn jetzt mit was Lat-orientierten, basierten anzufangen, manchmal was mit was Rudermäßigen, und deswegen tut es manchmal auch ganz gut, das Buch einfach wegzulassen, einfach so zu trainieren. Und ja, es ist nicht im Endeffekt zusammengefasst, das Training nicht abhängig machen von dem Buch, ob es jetzt gut oder schlecht war, nur weil man mal nicht dieselben Wiederholungen oder dasselbe Gewicht geschafft hat. Und gerade bei so Ansteuergeschichten wie beim Rücken dann vielleicht mal 5 Kilo weniger genommen hat oder 5 Kilo mehr, weil man das Buch nicht dabei hatte und ich dachte, oh, das geht heute, und dann eben ein besseres Training hatte. Ja, komm. Ja. Ja. Ja, das war's. Puh. Geile Intensitätstechnik. Recht schwierig für mich immer. Ich bin eher so Dropset-Fan, aber ihr müsst auch manchmal das machen, was ihr nicht so feiert. Denn ihr könnt da, wie gesagt, man hat jetzt selbes Gewicht gemacht und hat halt durch die kurzen Pausen dazwischen qualitative Wiederholungen nochmal rausgeholt, die halt oben auf das, wenn ihr das Intensitätsding wie so eine Leiter seht, halt nochmal 3 Stufen auf die Leiter draufhauen. Und deswegen abschließend sowas ganz geil. Jetzt geht's weiter mit Arme, Trizep. Ich habe heute leider mein Kopftuch nicht dabei, aber wir hatten das Markus Rühl Seminar zusammen mit dem Matze Botthoff. Jeder, der da war, hat gesehen, was möglich ist hier, was wir in Deutschland abreißen können. Also war ein geiles Bodybuilding-Event, auch nochmal hier an der Stelle auf YouTube. Vielen Dank an alle, die da waren. Wir haben es absichtlich nicht mitgefilmt, weil wir es ein bisschen exklusiv halten wollten. Gerade nach Zeiten wie Covid und so, was wir hinter uns hatten, wieder Live-Events zu pushen, war uns allen wichtig. War ein cooles Event. Alicia hat sogar auch. Ich habe Alicia erwischt. Wolltet ihr auch Signaturen haben?
der Lidsche hier Du hast Autogramme gegeben. Autogramme Ja, klar. rausgehauen. Und ich muss mich bedanken bei ein paar Kandidaten, die mir tatsächlich die Zimtdosen mitgebracht haben. Ach nein. Ehrenmänner. Der Zimtteppich wird jetzt auf jeden Fall doppelt und dreifach ausgerollt. Also Zeil und Zimt habe ich jetzt auf jeden Fall zu Genüge zu Hause. Und ja, war ein geiles Event. Jedenfalls habe ich mit Markus gesprochen und der hat mir gesagt, der wird vielleicht bis zu unserem nächsten Treffen, was auch bald stattfinden wird. Wie bald? Lasst euch überraschen. Hau doch mal eine Info raus. Wird er vielleicht das ein oder andere Masterpiece aus den 90ern, 2000ern raushauen und das werde ich dann rocken. Also seid gespannt. Ich sag gar nichts mehr dazu. Ihr dürft keine Infos aus mir rausquetschen. Alles werdet ihr sehen. Denn, wisst ihr Bescheid, die Taten sprechen lassen, mit Leistung überzeugen. So sieht's aus. Ich baue Trizep auf und dann sehen wir uns dort. Ihr habt's gehört. Machen wir weiter mit Trizep. Seht hier die Vorrichtung aufgebaut. Muss ich sagen, empfehle ich nicht allen, aber wenn ihr ein bisschen Muskulatur habt, Props an mich selber geben, Also auch mache nicht ich für immer dich, gern. oder? Also auch nicht für mich. Könnt ihr die Variante machen, die Alice da drüben macht. Also mit dem Faustgriff. Wichtig ist eben nur, dass sich hier den Ellenbogen fixiert lasst neben dem Körper und hier einfach schön in die Dehnung gehen könnt und in die Kontraktion und möglichst neutral greift, weil wenn ich jetzt hier enger greife, dann kippen meine Schultern, kennt ihr ja meistens, seht ihr die Ego-Lifter und so, fallt ihr voll nach innen und die Schultern sollen eben möglichst hier offen bleiben, stabiler Stand und dann hier rein. Das ist Bombe, Alter. Hab ich schon Pump im Ärmel nach einem halben Aufwärmsatz. Jetzt gucken wir mal. Das ist die erste Isolationsübung. Zurzeit fange ich auch immer mit Trizeps an. Trizep und gehe dann über zum Bizep. Finde ich einfach ganz geil. Ein paar neue Übungen auch eingebaut, ein paar Klassiker, aber ja, die ihr alles sehen. Oh, das wirbelt rein. Oh. Ja, da kannst du gar nichts lesen, Alter. Kümmern wir uns erstmal um den Triple XL Trizeps. Jetzt gibt es ganz klassisch Oldschool as fuck French Press mit der SZ-Stange. Hier auch wichtig, macht nicht das hier, legt euch nicht hin auf die gerade Bank und macht das dann hier so zu Stirn einfach so. Und guckt, dass ihr die Bank schräg stellt, weil dann habt ihr die Schwerkraft auf eurer Seite und dann den Arm so ein bisschen nach hinten. Also nicht so machen, sondern so und dann hier runter. Und dann merkt ihr, der Hinterkopf hier hat einen extrem geilen Stretch und könnt dann komplett im Spannungsbereich arbeiten. Was sagt das Gewicht aktuell? 7 Wochen vorher? Tiefsgewicht. Wir sind 4 Kilo weg vom Limit. Stefan lässt mich immer wieder auffüllen, den Körper frisch halten. Ein paar Tage so depleten, also leer machen sozusagen und dann immer auffüllen. Also ums Gewicht machen wir uns gar keine Sorgen mehr. Das schafft man easy. Jetzt nur gucken, dass die Form schön voll und rund bleibt und die Härte halt jetzt richtig böse reinkommt. Aber das wird alles besprochen, wenn der Chef im Hause ist. Wird in 1 oder 2 Wochen in Berlin einfliegen und dann
wird da auf jeden Fall alles weitere besprochen, Lageplan gemacht. Dann wird es auch wieder einen Formcheck geben. Also könnt ihr euch drauf freuen. Wird gut. So, jetzt machen wir die Oldschool Jay Cutler Übung mit Kurzhantel, Überkopf, Bolzen. Ja, wir machen 2 Überkopfübungen einfach, weil der lange Trizepskopf gern noch ein bisschen wachsen darf. Und deswegen, ja, haben wir hier schön mit SZ gemacht. Funktioniert. Auf jeden Fall einen üblen Pump im Trizeps. Habe ich immer schon gerne gemacht, aber bei SZ einfach die Schwierigkeit, wenn ihr da sehr, sehr stark werdet und die sehr, sehr schwer macht, dass ihr euch da auch sehr schnell verletzen könnt. Oh, fuck. Wir haben vorher hier sehr auf die Kontraktion gearbeitet und jetzt hier eben, was viele zu wenig machen im Muskel, gerade beim Trizeps, gerade bei der Brust, ist eben die Dehnung vernachlässigen. Und deswegen haben wir hier schön unten den Stretch. Verbringen, oder was wir wollen, ist möglichst viel Zeit am Anfang und am Ende der Kontraktion verbringen. Also möglichst viel Zeit im Stretch und in der Kontraktion. Und das setzt halt eben den brutalen Reiz. Und deswegen in den Sätzen, wo es mal richtig schwer ist, ist es auch mal scheißegal. Aber gerade in den etwas leichteren Backoff-Sätzen gucken wir, dass wir da möglichst genau den Nagel auf den Kopf treffen. Und deswegen eben auch der Stretch. Später jetzt gleich beim Finisher, bei den Dips, sind wir dann wieder oben mehr in der Kontraktion und squeezen hier rein. Und dann habt ihr eben beides abgearbeitet. Das ist eben dasselbe Prinzip wie bei Brust. Wenn manche eine Kackbrust haben, die drücken zwar extrem gut raus, aber die gehen eben hier nicht ganz zurück und dehnen den Muskel oder sind hier sehr schwach und nur in der Endkontraktion sehr stark. Und wir wollen in allen Punkten stark sein, deswegen ja, immer Übungen aussuchen, wo ihr viel mit Stretch habt und viel mit Kontraktion. Also für Brust optimalerweise Schrägbank, Langhantel, Schrägbank, Kurzhantel oder Flachbank, Kurzhantel, Fliegende am Kabel oder ein Butterfly und dann nochmal sowas wie Dips oder so. Habt ihr zweimal hier, zweimal squeezen, zweimal stretchen. Warte. Ja. Okay. Ach so, das sind weiß. So, lass liegen. 15. Weißt du rum? Ja, 15 wäre ein bisschen wenig, Alter. Also eigentlich können wir das Video heute Oldschool Arm Day nennen, weil wir für Trizeps Pushdowns haben, SZ-Curls und mit Kurzhantel Überkopf. Jetzt das Ganze noch abschließen mit Dips. Also wenn das heute nicht der Oldschool Arm Day ist, dann weiß ich auch nicht. Aber was bei Kevin Levrone für die Riesen ganz schon funktioniert hat, das sollte bei mir dann auch funktionieren. Alles geile Übungen. Jetzt schließen wir hier ab mit 3 Sätzen Dips. Einen habe ich schon gemacht. Ich könnte die zwar auch frei machen, aber ich mache eine ganz leichte Assistenz hier oder eine ganz leichte Hilfe der Maschine, weil dann bleibe ich auch immer super im Tempo drin und arbeite richtig gut aus dem Trizeps raus. Komm. Gut. So, jetzt das Ding hier vor. Wenn ihr jetzt denkt, was macht denn der hier? Was hat denn der Kerl vor? Wir machen jetzt Klimmzüge. Und zwar so mit engem Griff. Und ich sag's euch, die könnt ihr sogar aus dem Bizep rausziehen. Sowas dient sich oder ist gerade sehr geil zum Aufwärmen, wie wir es jetzt machen. Oder eben als Finisher dann. Wenn man zum Beispiel einen Supersatz-Armtag macht, mache ich das ganz gern, Dips und Klimmzüge zum Abschluss oder zur Erwärmung, je nachdem. Und deswegen
Schaut es euch einfach mal an. Wichtig ist halt echt, dass ihr im Untergriff greift und so ein bisschen enger wie hier. Und dann könnt ihr euch hier, ihr seht schon, wenn ich hier hingreife, da passiert was und da könnt ihr gut reinziehen. Also konzentriert euch da mal. Ich weiß, es ist schwierig, weil man sich bei Klimmzügen dann eigentlich mal auf den Rücken konzentriert, aber versucht es mal vor aus den Armen zu ziehen. Das wirbelt gut rein. Jetzt bleibst du es hier, gell? Ja, sehr gut. 5, jawohl. 6, komm. 7, 8, komm. 9, auf geht's, Alter. Komm. 10, stark. Was? Wenn seine Frau macht hier 10 Klimmzüge, Alter. Geil. Der arme bolzt immer richtig gern. Schickst du mir mal 33. Es gibt 31 und dann 36. Machen wir 36. Für mich. Die gehen rein, das sag ich euch. Jetzt haben wir den Bizeps schon vorermüdet, ordentlich vorermüdet mit den Klimmzügen. Also die gingen richtig gut rein. Macht's gerne mal zu Hause nach und ja, macht's gerne nach, weil gerade solche, wie William Bonek so schön sagt, Natural Strength Übungen, wie Klimmzüge, Dips, Kniebeugen sind sehr, sehr essentiell für den Körper. Weil ihr gerade immer so spezielle Übungen seht, auch bei Profis, so gerade so am Kabel irgendwo reinziehen, sauber und langsam und schön. Es kann gut sein, aber vergesst nie die Grundübungen, da stärker zu werden, da Kraft aufzubauen, so Schulterdrücken, Kniebeugen, Kreuzheben ganz am Anfang auch. Alles auf jeden Fall sehr wichtig. Jetzt haben wir aber den Bizeps gut vorpaniert, jetzt arbeiten wir hinterm Körper. Wie gesagt, wer die Videos kennt, weiß, ich tue es immer wieder, preachen. Eine Übung hinterm Körper, eine Übung vorm Körper, eine Übung im Hammergriff oder so auf Überkopf. Und dann seid ihr auf jeden Fall bestens bedient, was den Bizeps angeht. Wir machen hier 2 Sätze. Bei Bizeps mache ich immer, oder nicht immer, aber meistens so 2 Sätze. Beim Trizeps 3, weil ich einfach für den Trizeps mehr Volumen mache, für den Bizeps ein bisschen weniger. Und genau, dann passt es auch. Und komm, so. Komm. So, im zweiten Satz machen wir jetzt weniger Gewicht, machen ein bisschen mehr Wiederholung und beenden das Ganze dann mit einem statischen Stretch. Und Alter, das geht völlig rein. Das müsst ihr auch mal am Beinbeuger probieren. Sprich, ihr macht eure Wiederholung, wenn es nicht mehr geht, haltet ihr einfach in der gedehnten Position 20, 25, 30 Sekunden. Jetzt zählst du. Ich sag's euch, da fließt euch Blut in den Muskeln. Denkt ihr, das Ding reißt gleich ab. Bei Rücken ist sowas auch ganz geil, sowas wie Klimmzüge und dann hängen lassen. Komm. Verstärkt nochmal extrem den Reiz und bolzt dann den zweiten Satz gut zum Abschluss ab.
Fuck. Jetzt machen wir aufgelegte Scott Curls an der Bank. Eine richtig geile Übung, also feiere ich extrem und ist die Übung sozusagen vorm Körper, die wir jetzt machen. 2 Sätze, all in, high intensity. Ja. Komm, kämpf. Ja. Oh, geil. Oh, der wird richtig gut. Gerade ein Wurf, ein Rehkitz geboren. An alle Bizeps-Trainierenden mit Ungleichheiten oder so. Guckt, dass ihr überall gleich viele machen. Viele fragen mich auch immer, ja ey, rechts mache ich immer 20 Stück und links nur 7 oder 10. Dann fang mit der schwächeren Seite an, mach so viel wie geht, wie gerade mit rechts. Und dann mach die stärkere Seite hinterher, mach dann aber da genauso viele. Also wie gesagt, ich hätte jetzt noch eine machen können, aber um den gleichmäßigen Wachstum, die maximale Ästhetik zu reachen, wollen wir auf jeden Fall schön ausgeglichene Muskelpartien haben. Und das heißt auch, Disbalancen damit auszugleichen. Ja. Okay. Von unten, ja, einfach nur. Ja, von oben Curl wird schwierig. Was machen wir Curls? Ja, von unten, oder? Nee. Weißt du, von unten. Guck mal den Griff an. Ja, das war nur sinnbildlich gemeint. Komm. Komm, da geht noch was. Komm. Komm, 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 komm. Ja. Noch eine, komm. Komm, 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 komm. Ja, komm, sauber, komm jetzt zieh durch, komm jetzt zieh's. Komm. Jawohl, komm. Okay, lass. Fuck. Oh. Fuck, der ist reingebolzt. Ja, ein klassischer Drop-Satz. Der war gut. Jetzt machen wir noch 2 Hammer Curls am Seil und dann ist durch. Hammer Curls, Baby. Für den Hammerarm. Ne, Hammer Curls gehen einfach hier auf den Brachialis. Der ist bei mir schon sehr ausgeprägt, meinte Stefan. Aber da hat doch Stefan gesagt, du darfst nicht mehr. Genau. Nee, nicht mehr. Nicht mehr darf man im Bodybuilding nicht sagen. So, das darfst du nicht mehr machen, das ist immer ein bisschen falsch, aber wir haben ja die Prioritäten auf die Supination gelegt, auf den Bizepskopf, auf die Höhe und eben auf die Entlastung des Brachialis, aber die Stärke dann gar nicht mehr zu trainieren, macht in meinen Augen nicht so Sinn, deswegen schließen wir das Ganze ab. Ich fange jetzt nicht an mit Hammer Curls, extrem schwer, aber
da trotzdem auch noch einen Reiz zu setzen, schadet natürlich nicht. Unter anderem auch sehr gut für den Unterarm. Wenn ihr hier schön zugreift, habt ihr dann auch noch ein bisschen dabei. Training wird beendet, Freunde. Ihr seht es uns an, wir sind relativ durch. Relativ. Nee, jetzt. Aber die sieht aus wie immer. Ja. Danke Ja. für den Diss, Markus. Hey, das war doch ein Lob. Hey, Junge, gleich, Ist auch okay. gleich kriegst du es mit mir zu tun. Ne, 7 Wochen vorher ist es halt so und da muss man durchziehen, muss man durchbeißen, wenn man Champ werden will, wenn man ja, die beste Form von allen auf die Bühne zaubern will. Deswegen wird nicht gemeckert, sondern gearbeitet. Wie gesagt, Privileg und dankbar, diesen Job ausführen zu können, ausführen zu dürfen. Ihr habt heute ein geiles Armtraining, Schulterarmtraining gesehen, einige Secrets, die ihr davon mitnehmen könnt, hoffentlich. Jetzt nach dem Training gibt es für mich auch das Post-Workout-Meal, Rice Pudding und Final Protein. Dazu kommt Salz mit rein. Ich bin ein großer Fan von Elektrolyten, deswegen Salz unter anderem, also Natrium, ganz, ganz wichtig, denn nach dem Training habt ihr durch Schwitzen und alles einiges an Elektrolyten verloren. Die wollen wir jetzt wieder reinkriegen, deswegen salzt euer Pre- und Post-Workout-Meal ganz wichtig. Einmal für den Pump und danach wieder für die gute Versorgung des Muskels. Dazu kommt noch bei mir Magnesium Bisglycinat, eine der besten Magnesiumformen, 2 Kapseln davon, einfach zum Post-Workout-Meal dazu und Ashwa Pro, auch sehr, sehr geil, KSM 66 Ashwagandha, patentierter Rohstoff und ja, wer Ashwagandha noch nicht probiert hat, soll es gerade tun. Gerade als Neddy habt ihr davon auch große Vorteile, denn ihr habt nichts, was euren natürlichen Stresslevel irgendwie blockt oder hemmt. Und deswegen kann ich es gerade da empfehlen, nach dem Training, morgens und am Abend damit zu arbeiten. Wer das Ganze noch ein bisschen improven will, noch verbessern will, der kann sich auch das Calm von Vayu holen. Das ist nochmal ein komplexerer Wirkungsmechanismus für Leute, die einen hohen Stresslevel haben oder halt echt Profisportler oder sehr ambitionierte Sportler, die sich immer auseinandernehmen im Training. Die können Calm zum Frühstück mal 2 Stück nehmen, vielleicht auch so 4 Stunden vorm Schlafen gehen, aber tastet euch daran. Das ist wirklich was, da ja, wirkt wie gesagt komplexer. Allen anderen empfehle ich auf jeden Fall Ashwa Pro, baut das mit ein. Und ja, meine Dosierungsempfehlung ist da morgens zum Frühstück 2 Stück, nach dem Training 2 und vorm Schlafengehen 2. Relativ hoch dosiert bei mir, aber ich finde, da wirkt das Ganze erst richtig gut. Und Magnesium nach dem Training 2 und vorm Schlafengehen 2, weil Magnesium euch auch so ein bisschen runterfährt und vorm Schlafen dann auch eine geile Sache ist. Ganz wichtig zur richtigen Muskelfunktion, nicht nur Krämpfe vorbeugend oder so, sondern auch ganz, ganz essentiell für den Muskelaufbau. Wisst ihr jetzt Bescheid, was es Post-Workout gibt? Das Ganze könnt ihr auch auf ESN abchecken. Wie gesagt, mit Ehrencode Polacco da auch sparen und mich bzw. uns für die Olympia Prep supporten. Ansonsten sind wir raus für heute aus dem Bunker. Die kommende Zeit wird cool. Wir werden einige geile Drehs haben. Stefan wird mich in Berlin besuchen kommen für den Live-Form-Check, für ein Training. Immer cool, dann nochmal mit dem Coach vorm Wettkampf Rücksprache zu haben und dass er mal die Form begutachtet. Ansonsten sind wir raus und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Adios, amigos.